Räume, die öffentlichen. Und unter öffentlichen Räumen verstehen wir Straßenräume, Plätze oder auch Freiräume, also landschaftlichere Räume, die selber, weil der Mensch verbringt, was habe ich letztens gelesen, 40% seines Tages im öffentlichen Raum. Und der Rest ist zu Hause oder im Büro. 40%. Ist ja wahnsinnig, oder? Also mehr als zu Hause oder im Büro je. Und das heißt, mit diesen Räumen identifiziert sich jeder Mensch mit einem Ort, oder? Und das sind natürlich, einer mag mehr diese Räume oder dieser Platz, aber das ist das, was auch die Identität eines Ortes ausmacht. Wenn der gut ist, wenn er gesichert ist, wenn er ein Angebot hat, wenn er gut gestaltet ist, wenn er die richtige Dimension hat. Haben wir das mal alles irgendwie erkannt und auch gesagt, okay, nehmen wir jetzt einen Ort, der muss sich weiterentwickeln, der wächst sehr schnell, aber in die falsche Richtung. Dann entwickeln wir mit all diesen Dichten und Themen eine Strategie oder eine Vision, und zwar eine städtebauliche. Nicht mehr einfach eine zweidimensionale, farbige, wo wir sagen, ja, da machen wir dann ein bisschen Wohnen mit so viel Geschossen und da macht man, nein, Räume definieren. Öffentliche Räume werden definiert durch Volumen, von Fassade zu Fassade, ist jetzt einfach ganz banal so. Und wie kann ich diese Räume sichern? Indem ich zum Beispiel ein städtebauliches Konzept entwickle für die nächsten 100 Jahre. 100 Jahre ist ein Gebäudezyklus, wenn es gut gebaut ist. Das ist eigentlich nichts. Was aber nicht heißt, dass dieser Ort nachher genauso gebaut werden muss. Aber wenn man mal dieses baut, und wir haben das schon gemacht, dass wir es physisch gebaut haben, war eine kleinere Gemeinde, die hatte Zentrumszone, ganze Bahnhofstraße musste auch so verdichtet worden. Wir haben alles das physisch gebaut. Und dann kam es, also wir haben auch verdichtet. Und was ist passiert? Wir haben eine Informationsveranstaltung gemacht für all die Betroffenen, aber überhaupt für die Öffentlichkeit. Die Leute kamen, natürlich haben die Einzelnen ein Einfamilienhaus in zentrumsnahen Zonen, das gibt es ja heute immer noch, oder? Das ist halt einfach so gewachsen. Und wir da plötzlich Blockrand, zwar nicht 8-geschossig, aber doch etwa 5-geschossig, und die kamen und sagen, wo ist denn jetzt mein Haus? Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte dann Sie haben 100 Jahre Zeit, oder? Aber man könnte, Sie müssen nicht, aber man könnte in 100 Jahren so bauen. Was muss ich dafür tun? Habe ich gesagt, ja, mit Ihren 3 Nachbarsgrundstücken zusammen etwas entwickeln. Weil auf einer Parzelle allein mit einem Einfamilienhaus kann ich natürlich nicht wirklich was Sinnvolles machen. Aber die Leute haben erkannt, okay, es gibt ein Konzept und ich bin eingebettet mit meiner Parzelle in einem Kontext, den ich verstehe. Der Nachbar wird gleich behandelt. Ich muss nicht, ich kann. Das ist ja etwas für 100 Jahre und schon ist die erste emotionale Aufregung ist schon langsam gedämpft. Und die Leute sind auch mal bereit zuzuhören. Was wir auch herausgefunden haben, es geht nicht, dass wir ein Areal mit 20 Eigentümern zusammenfassen. Dass die zu 20. müssen die was entwickeln. Also das geht vielleicht schon, aber das dauert ewig. Und wenn wir Einheiten schaffen von 4, 5 Eigentümern, ist das viel, viel, viel einfacher. Und was hilft das denn? Das hilft zum einen, also hier kann ich übrigens noch, kommen wir nachher dazu. Das hilft zum einen, dass die Eigentümer, aber auch die Bevölkerung versteht, was ist der Plan der nächsten Jahre. Wo entwickelt sich dieser Ort hin? Die Entwickler, also die professionell bauen und entwickeln und vermieten, die erkennen das Potenzial und haben eine gewisse Rechtssicherheit, ist ja immer so schwierig in der Schweiz, aber eine gewisse Sicherheit, was kann ich da überhaupt bauen? Weil wir haben ja schon verdichtet. Das heißt, es gibt nicht eine ständige Grundsatzdiskussion wieder von vorne und man muss wieder verhandeln und wieder Wettbewerb da. Also die Wettbewerbe kann es trotzdem geben, aber es ist mal ein Grundkonsens ist vorhanden.
Und der Vorteil für die Gemeinde, weil unsere Absicht wäre es eigentlich, dass diese Vision Teil der Bau- und Zonenordnung wird. Oder? Dass man gar nicht mehr so viel beschreibt, man beschreibt die Qualität, man bestimmt die öffentlichen Räume, oder? Ich meine, das ist nur ein Beispiel, das ist auch nicht von uns übrigens. Aber was man da sieht, oder? Also durch diese Volumen da in Holz kläre ich den Straßenraum. Ich kläre die Hierarchie, wie breit ist er, wie hoch sind die Gebäude, was muss er können. Aber auch die Plätze und Grünräume, er führt irgendwo, er gibt Fluchten vor. Das ist eigentlich die Idee, oder? Dass man den Ort und die Qualität sichert von diesen Räumen. Und für die Gemeinde wäre das ja dann wie ein Leitfaden. Oder? Sie muss nicht jedes Mal wieder von Null beginnen und es hängt nicht ständig wieder ab, wer ist gerade Gemeindepräsident. Weil das ist ja auch so ein Thema, wo sich jeder wieder profiliert will. Gut, da sehen wir jetzt zum Beispiel, was dann Sibyl Welti macht. Sie schaut sich den Ort an, wie er jetzt ist. Also wie viele Bewohner hat er jetzt pro Hektare und wie viel, das ist blau, und wie viele Arbeitsvollzeitstellen hat er jetzt an diesem Ort. Und wie viel müsste der wachsen bis in 100 Jahren, damit dieses Verhältnis stimmt. Weil was wir sehr oft antreffen heute ist dieses Ungleichgewicht. Das heißt, man hat viel zu viele Arbeitsplätze, aber zu wenig Wohnungen. Weil das heißt natürlich wieder, die Leute arbeiten zwar dort, aber sie können nicht dort wohnen. Sie müssen wieder irgendwo nach draußen pendeln. Und dann sagt die Gemeinde, ja, wir entwickeln jetzt und wir müssen wachsen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Wir müssen wachsen, also wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Also sie schauen auch überhaupt nicht, wo stehen sie, in welchem Verhältnis. Und dann kommen dann wir, respektive Sibyl, und sagen, hey, bevor ihr überhaupt über neue Arbeitsstellen denkt, müsst ihr zuerst mal über Jahre die Anzahl Wohnfläche erhöhen. Oder? Dann zeigt sich dann dieses Verhältnis wie. Dann, wenn man dann die Vision mal so ansatzweise unter dem Planer und Gemeinde mal so irgendein Bild hat, und dann geht es noch weiter über die Partizipation. Also man muss herausfinden, wie hole ich die Bevölkerung ab und ist denn das, was wir uns vorstellen, entspricht das ja denn tatsächlich den Bedürfnissen. Und da ist es ganz wichtig, die unterschiedlichsten Methoden, die es gibt, zu kennen. Weil Partizipation kann auch total in die falsche Richtung gehen. Dann wird es torpediert, weil man es vielleicht nicht verstanden hat, oder man hat der Bevölkerung zu viel versprochen, ihr dürft da mitsprechen. Und Joris hat mir da mal von einem Beispiel erzählt, das kann ich mir bildlich vorstellen, wo die Leute an diesem Verfahren sogar am Modell Klötzchen beigen durften. Sie müssen sich mal vorstellen. Was löst das für ein Gefühl aus? Ich bin auch, so geht Architektur. Okay, dann shiften wir, also das darf es natürlich nicht sein, oder? Was wir gemerkt haben, man muss klar mitteilen, was ist fixiert, wo ist der Bereich, wo man angewiesen ist auf ihr Feedback, und dann auch die Nachbearbeitung, dass man die immer wieder informiert, was ist jetzt der nächste Stand, weil sonst löst das einen Frust aus. Oder es entstehen dann so Oppositionsgruppen. Und eben mit den heutigen Mitteln, mit diesen ganzen Smart-Themen, kann man das sehr viel auch niederschwellig herausfinden, ohne dass man das auch befragen muss. Dann ist für die Umsetzung auch ganz zentral die Vernetzung, also die Vernetzung von den einzelnen Quartieren zum Beispiel. Wie verbinde ich das? Wie verbinde ich die Leute miteinander? Wie ist die Vernetzung bedeutet nicht nur räumliche Vernetzung, auch inhaltliche oder von den Menschen, von der Durchmischung. Da hat es ganz viele Themen, die mit überlegt werden müssen. Wir können nicht nur räumlich denken, wir müssen auch gesellschaftlich denken. Wir müssen Anreize schaffen. Anreize werden geschafft. Zum Beispiel, dass wir eben sagen, ihr dürft zweimal mehr bauen. Ihr habt jetzt das Glück, dass ihr an dieser Lage seid und wir müssen da verdichten. Ihr dürft mehr bauen, ihr müsst zwar dann eben eine Mehrwertabgabe machen, aber und dann plötzlich führt das
bestenfalls zu einem Anreiz, dass plötzlich viele anfangen, auch Private, tun sich zusammen, gibt es ganz viele verschiedene Organisationsmodelle und fangen an zu entwickeln. Also der Ort fängt an, wirklich sich eigenständig zu entwickeln. Es gibt viele Gemeinden, die sagen, du, in diesem Bereich möchten wir wachsen, da passiert gar nichts. Die Leute sind nicht bereit, irgendwas zu machen und sehr oft ist es eben so, weil sie gar nicht wissen, was sie machen könnten. Gut, was sind die Vorteile? Man hat vorher schon eine Akzeptanz abholen müssen, sonst gibt es die Vision dann nicht. Also das heißt, dann gibt es mal so eine allgemeine, sagen wir mal mehrheitliche Akzeptanz. Okay, unser Ort, wenn wir wachsen, wachsen wir in diese Richtung. Dann gibt es eine Gewissheit für die Eigentümer. Sie wissen, okay, das Potenzial ist so weit gesetzt, das kann ich machen. Es löst eine Dynamik aus, weil es eben so eine Gewissheit gibt, das ist mir zugesichert und da muss ich jetzt nicht wieder ständig mit nochmal Wettbewerb und doch wieder Opposition, sondern das ist wie Teil der Bau- und Zonenordnung. Der Verkehr reduziert sich bestenfalls, weil durch dieses Verhältnis, diesen Mix, den wir sagen, ist bestenfalls die Mehrheit kann wieder wohnen und arbeiten und konsumieren am selben Ort. Also der ganze Pendlerstrom reduziert sich. Dass das nicht für alle gelten wird, ist klar. Man wird immer mobil bleiben, aber dass man zumindest diese Möglichkeit schafft. Man kann wieder dort wohnen und arbeiten, am gleichen Ort. Und am Ende erhöht dies die Lebensqualität, oder? Ich habe schnelle Einkaufsmöglichkeiten, ich kann alles zu Fuß machen, bestenfalls sogar zu Fuß in die Schule oder zur Arbeit oder ich kann das Velo nehmen. Hat alles eigentlich nur Vorteile. Gut, jetzt Frage an Joris. Soll ich noch schnell diese Machbarkeit oder lassen wir das weg? Wie lange hast du? 5 Minuten. Also machst du. Schon? Ja. Gut. Also ich möchte Ihnen schnell ein Beispiel zeigen. Das ist eine Case Study, die wir gemacht haben von einem Ort in Bern. Dort ging es genau darum, da ist übrigens noch die Quellen, die hatten zweimal schon die Bau- und Zonenordnung vors Volk gebracht. Sie musste erneuert werden und sie ist zweimal abgelehnt worden. Zweimal. Weil sie wieder irgendwo haben sie gesagt, ja, da ein Geschoss mehr, da ein Geschoss weniger, da Wohnen und Gewerbe. Also halt das, was wir in den letzten 50 Jahren gemacht haben, haben sie wiederholt. Wurde zweimal abgelehnt. Die Bevölkerung ist eben nicht mehr so wenig informiert wie früher. Gut, also was haben wir gemacht? Wir haben zuerst diesen Ort analysiert, also zum einen von der Dichte, was habe ich, wie viele Arbeitsplätze, all diese Dichte- und Mixthemen. Wir haben geschaut, was ist das für ein Ort, was hat er für Qualitäten, wie ist der Steuersatz, das gesellschaftliche Thema, wer wohnt dort, warum wohnen die dort, wie ist der Wirtschaftsstandort, also gibt es ganz viele Analysen, die der Vision vorausgehen, damit wir diesen Ort wirklich verstehen und dann auch aus dieser Bewertung ein Potenzial erarbeiten können. Es genügt eben nicht, Sie dürfen ja nicht meinen, dass am Ende einfach ein städtebauliches Modell herauskommt. Das ist nur ein Teil davon. Aber sagen wir, das ist vielleicht das, was am Schluss am sichtbarsten ist. Dann kommt mal die Identität des Ortes. Das haben wir gelernt, das sind die öffentlichen Räume und die Freiräume. Wir haben mal angeschaut, was ist der Straßenraum, was ist qualitativ hochstehend, was müssen wir stärken. Also Sie sehen diese grünen Verbindungen, das ist quasi, da unten ist dann der Fluss zum Wald hoch, diese Verbindungen, diese Vernetzung auf der räumlichen Ebene, dass man das mal fixiert. Dann eben das auch mit Straßen und Wege, also diese Vernetzung ist ganz wichtig. Wir haben das bestehende Straßennetz genommen und das aber verfeinert. Wir haben noch Straßen im gleichen Raster eingefügt und da gibt es die maßgebenden Grunderschließungsachsen, die Fußachsen, aber auch die Autoerschließungsachsen. Und Sie sehen, wir haben da so Quartiere jetzt kann ich mal den Pointer brauchen. Also diese Quartiere hier, das sind alles, genau was ich Ihnen sagte, im Grunde genommen sind das hier alles Einfamilienhäuserstrukturen, hat es jetzt.
an der Hauptstraße, ÖV erschlossen. Da ist die ÖV-Erschließung Richtung Bern, also sehr gut mit 2 Stationen. Und wir haben gesagt, okay, wir schaffen durch die Vernetzung und durch diese Ergänzung durch Wege und Straßen, schaffen wir Gevierte, haben wir das genannt, von 3 bis 4 Eigentümer. Also eine Größe, die irgendwie machbar ist. Dann haben wir uns eine Bebauungsstruktur überlegt. Und zum Teil sind wir tabula rasa drüber, einfach gesagt, okay, also eine Vision ist was eben in 100 Jahren und da, wo wir der Meinung sind, kann man anders reagieren, haben wir das gemacht. Und Sie sehen, vom Prinzip her ist es, Blockrand kann man sagen, ist einfach die beste städtebauliche Form. Warum? Zum einen ist die Effizienz am höchsten von Bodennutzung und Fläche bebauter und Obergeschoss, also Geschossfläche. Sie klärt den Straßenraum, und zwar jetzt, wenn es ein 4er-Block ist, auf allen 4 Seiten. Die Adressierung ist klar, ich begrenze den Straßenraum. Es ist nicht zu viel Hopp und runter, es ist einfach eine klare Form. Und das ist ja schlussendlich das, was wir brauchen. Keine exaltierte Architektur, also die verträgt es, aber der Rahmen, der muss solide sein. Gut, und man erkennt, nach Südwesten löst sich die Struktur langsam wieder auf, weil da gibt es, dann sehen Sie nachher, ist alles ganz kleinteilig, immer noch alles kleine Häuschen. Und wir wollten wie übermitteln, okay, hier entlang dieser Hauptachse, wo auch die öffentlichen Plätze wichtig sind als Identifikation, da ist es dicht. Und wir zeigen euch aber, ihr könnt euch auflockern in die bestehende Struktur. Das wäre dann jetzt noch ein bisschen sehr grün, aber mehr zum Verbildlichen, dass man erkennt, okay, da geht es dann so mit diesen Einzelstrukturen weiter. Aber dass wir gezeigt haben, hier schaut, ihr seid zu 4, wenn ihr zusammenkommt und etwas entwickelt, dürft ihr 2-mal mehr bauen, zum Beispiel. Da sieht man jetzt, wie wir das Straßennetz ergänzt haben auf der bestehenden Struktur. Also wir haben natürlich, alles was rot ist, ist neu und was schwarz ist, gab es schon. Das haben wir versucht, möglichst in Parzellen entlang, dass wir da eine Struktur entwickeln können, dass auch nicht ständig alles wieder hinterfragt wird. Dann haben wir entschieden für die Umsetzung, welches sind die Schlüsselareale. Das heißt, dass wenn ihr wachst, müsst ihr dort zuerst wachsen. Und das war jetzt in unserem Fall da, haben wir gesagt, die Gemeinde muss da um den öffentlichen Raum herum, weil der ist entscheidend für die Identifikation. Wieso? Dieser Teil hier hat sich total abgekoppelt von dem da hinten. Und wir haben versucht, hier gibt es so denkmalgeschützte Bauten, auch immer ein Thema, das sind die roten. Das ist das, was die Leute, hat man Umfragen gemacht, die identifizieren sich wahnsinnig mit dieser Krone. Und wir haben gesagt, okay, als erstes muss die Gemeinde hier selber aktiv werden und den Raum sichern. Und dann kommt ein Entwickler und dann kommt diese Priorität. Also wir geben wie der Gemeinde einen Leitfaden auch, wo müsst ihr als erstes wann weitermachen, damit diese Qualität immer mehr gesichert wird. Weil gewisse Schlüsselareale haben Signalwirkung, eine gute, bestenfalls. Das heißt, das motiviert dann andere auch so. Und dann haben wir natürlich den rechtlichen Rahmen angepasst. Wir haben einen Innenentwicklungsartikel beigefügt, wo wir gesagt haben, wenn ihr entwickelt oder baut und euch zusammentut mit den 3 Nachbarn, könnt ihr so viel bauen. Also ihr könnt. Das war so ein bisschen, und zur jetzigen Zeit müssen wir wie leider so eine Kombination finden, so ein Hybrid von der jetzigen Plan- und Zonenordnung bis zu dem, was wir dann irgendwann erreichen möchten. Also wir müssen so langsam diese Gesetzesordnung anpassen. Gut, und dann gab es am Ende dann dieses Leitbild, was dann Teil der Bau- und Zonenordnung sein könnte. Ich bedanke mich, dass Sie auch so gut mitgemacht haben, habe ich gar nicht erwartet, und freue mich, mit Ihnen in die Diskussion zu steigen.